Die philippinische Regierung hat sich entschlossen, in Zukunft mehr Öl bei Russland zu kaufen. Warum diese scheinbar unscheinbare Nachricht für dich als jemand, der möglicherweise an einem Plan B oder an den Philippinen als Auswanderungsland interessiert ist, damit wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich für die Philippinen interessierst, möglicherweise dahin auswandern möchtest oder eben die Philippinen als Plan B-Standort verwenden und aufbauen willst, dann lade ich dich herzlich zu unserer Seminar- und Erlebnisreise nach Davao City ein, die wir dort regelmäßig veranstalten. 5 Tage ein intensives Programm. Du kannst deinen Partner ohne Aufpreis mitbringen. Wir beschäftigen uns mit Steuern, Recht, Einwanderung, Visa natürlich. Neben mir wirst du auch Gelegenheit haben, unseren Mann vor Ort, den Tim, kennenzulernen, der die ganze Woche mit dabei sein wird, der vor Ort dort unsere Aktivitäten leitet. Wir haben Regierungsvertreter dort. Wir treffen die lokale Stadtverwaltung, vielleicht sogar den Bürgermeister. Wir genießen die Gastfreundschaft und natürlich dann auch die herrliche Natur. Wir schauen uns Immobilien an. Also ein tolles Programm, wo du die Gegend Davao einmal kennenlernen wirst, die ja unsere Basis in den Philippinen ist. Unschätzbar wertvoll, wenn du dich ernsthaft mit diesem Land auseinandersetzt. Termine dazu auf unserer Webseite, Link in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, dich in Davao kennenzulernen und dir die Philippinen und diese tolle Stadt näher bringen zu können. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Die philippinische Regierung hat letzte Woche angekündigt, in Zukunft mehr Öl bei Russland kaufen zu wollen. Hier kannst du es sehen. Philippines seek long-term oil supply deal with Russia. Man will also einen langfristigen Vertrag machen, um die nachhaltige Versorgung mit Öl der Philippinen durch Russland sicherstellen zu können. Entsprechende Gespräche gab es zwischen dem philippinischen Präsidenten Marcos und der russischen Regierung. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum ein solches Detail wichtig ist. Warum machen wir dazu ein Video? Ich finde es sehr relevant, denn es sagt sehr viel darüber aus, was in der Welt gerade passiert und wie sich die Welt natürlich auch verändert und wie sich hier Beziehungen zwischen Ländern festigen und was Länder tun, die vorwärts denken und sich tatsächlich dafür einsetzen, was das Beste für ihre Länder ist. Die Europäer und gerade auch die Deutschen hatten ja in der Vergangenheit eine sehr gute Zusammenarbeit mit Russland. Man hat dort viel Öl bezogen und natürlich war die Tatsache, dass Öl aus Russland kommt und ganz besonders natürlich auch Gas, ganz entscheidend auch für die Pläne der damaligen Bundesregierung unter Kanzlerin Merkel, die Energiewende auf den Weg zu bringen. Denn ohne das russische Gas ist die Energiewende komplett unrealistisch, wie wir das ja jetzt auch sehen. Die Energiepreise in Deutschland, ganz besonders für die Industrie, sind dann mit dem Wegfall der russischen Lieferungen aufgrund des Krieges in der Ukraine in die Höhe geschossen, was die wirtschaftlich prekäre Situation in Deutschland und den Abbau und die Abwanderung von wichtiger Industrie nur noch beschleunigt hat. Interessant also jetzt zu sehen, dass ein Land wie die Philippinen gerade in die entgegengesetzte Richtung sich bewegt. Insbesondere natürlich auch sehr interessant, weil ja die Philippinen traditionell sehr eng mit den Amerikanern verbandelt sind und damit natürlich auch mit der Golfregion. Bisher hat man bis zu 98% seines Ölbedarfes aus der Golfregion gedeckt. Und da hat natürlich jetzt der Krieg im Iran, die Schließung der Straße von Hormuz gezeigt, dass dort die Philippinen ziemlich anfällig waren. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja dort ein Office in Davao, wir haben dort auch ein ganzes Team. Und als dann diese Meldungen kamen, dass der Sprit dort in den Philippinen knapp wird, die wir ja hier auch in den Medien gelesen haben, habe ich natürlich erstmal besorgt mit Tim gesprochen, habe gesagt, so, was müssen wir jetzt machen? Müssen wir den Kolleginnen und Kollegen vielleicht Benzingeld bezahlen, dass sie weiterhin für uns arbeiten müssen? Naja, tatsächlich war es alles gar nicht so schlimm, wie man das aus den Medien gehört hat. Es gab dort eigentlich im täglichen Leben keinerlei Einschränkungen. Was man sagen muss, ist, dass die Regierung sowohl auf Bundesebene in den Philippinen als auch in den einzelnen Regionen auf eine 4-Tage-Woche geswitcht hat, um Energie zu sparen. Ob das wirklich was gebracht hat oder nicht, uns hat es ziemlich geärgert, weil wir beantragen ja dort natürlich für Mandanten Visa. Wir erledigen Behördengänge für Mandanten vor Ort in den Philippinen.
Und da ist das natürlich ziemlich nervig, wenn auf einmal die Behörde 20% weniger verfügbar ist als sonst. Also wir haben das diesbezüglich schon ein bisschen gemerkt, aber natürlich jetzt in keiner Weise so, dass es einschneidend gewesen wäre. Und das war auch mein Gefühl. Bei der Bevölkerung ist es ganz ähnlich. Natürlich, die Spritpreise sind nach oben gegangen, aber nicht in einem unerträglichen Ausmaß. Interessant natürlich dann auch hier die Rolle Chinas zu beobachten. Die Chinesen sind ja da sehr aktiv in Asien, gerade auch in dieser Region. Interessant auch zu sehen, wie sich diese Dynamik ausspielt. Die Philippinen an sich sind ja so ein bisschen im Clinch mit den Chinesen. Da gibt es Gebiete, kleine Inseln im südchinesischen Meer, die hier umstritten sind. Aber gerade die Region Davao, also im Süden der Philippinen, ist sehr positiv gegenüber den Chinesen eingestellt, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Region Davao, also das Gebiet eigentlich, woher die Duterte-Familie kommt, mit der Marcos-Familie, die momentan wieder den Präsidenten stellt, jetzt nicht so dicke ist. Das heißt, die chinesische Regierung hat zum Beispiel in Davao dort extrem viele Projekte durchgeführt und hat eigentlich der Stadt Davao dort ganze Straßen geschenkt, Brücken geschenkt, was auch immer das dann bedeutet. Man kennt ja den Spruch, there's no such thing as a free lunch. Also die Chinesen werden sicherlich einmal hier wieder dann eine Gegenleistung einfordern. Aber wie gesagt, die Chinesen sind da sehr aktiv, leisten da sehr viel Aufbauarbeit. Meine Vermutung war, und ich hatte das ja auch schon in einigen Videos gesagt, wenn es wirklich zur Spritknappheit gekommen wäre, dann hätten die Chinesen vermutlich eingegriffen. Die Chinesen haben ja sehr hohe Ölreserven, über 1,5 Milliarden Barrel. Man hätte dort wahrscheinlich etwas den Philippinen dann freundlicherweise gespendet, sage ich jetzt mal so. Aber eben so weit kam es dann eigentlich nicht. Interessant hier natürlich auch zu beobachten, dass der Verkauf von chinesischen Elektrofahrzeugen dort in die Höhe geschossen ist in den Philippinen. Man sieht dort immer mehr. Wenn du dort mal unterwegs bist, so wie wir ja regelmäßig, dann ist das wirklich erstaunlich, wie schnell dort diese Technologie Fuß fasst und natürlich auch zum Beispiel Photovoltaik sich dort sehr schnell dabei ist durchzusetzen. Zum Beispiel den Tim, eben unser Mann vor Ort in den Philippinen, der leicht außerhalb von Davao dort in einem Einfamilienhaus wohnt. Er hat auch selbst eine eigene Photovoltaikanlage inklusive Batterien, natürlich chinesischer Herstellung, die tatsächlich, wenn man sich das anschaut, dort enorm günstig war. Ja, also diese Trends laufen auch parallel. Also auch hier muss man sagen, eine ganz klare Orientierung hin Richtung China. Die Chinesen, die dort mittlerweile in einem sehr positiven Licht betrachtet werden, auch von der Bevölkerung, während man die Amerikaner eher kritisch sieht und jetzt da wirkliche Animositäten zu haben. Also es ist jetzt keine offene Feindschaft oder so, aber man merkt so, wie sich die traditionellen Lager eben langsam auflösen. Man muss ja wissen, dass die Philippinen im Grunde einmal amerikanische Kolonie war. Also nach 300 Jahren Kolonialherrschaft der Spanier haben die Amerikaner übernommen. Deswegen ist ja heute noch Englisch die Amtssprache in den Philippinen. Sehr viel ist amerikanisch, das zum Beispiel das Schulsystem, die Schulabschlüsse, das Design der Straßenschilder, interne Prozesse. Also sehr viel erinnert tatsächlich an die USA. Es gibt dort starke traditionelle Verbindungen, aber man merkt eben, wie sich das Ganze aufweicht, weil eben die Philippinen und die philippinische Regierung das tun wollen, was für ihr Land das Beste ist. Und das ist natürlich ganz klar momentan, wenn man sich das Chaos zum Beispiel im Iran anschaut und der ganzen Golfregion, dann auch in gewisser Weise eine Ausrichtung in Richtung China. Und jetzt im gleichen Atemzug dann im Grunde diese Verhandlungen mit Russland, weil man sich eben schützen will vor weiterem Chaos in der Golfregion. Zudem muss man ja sagen, dass momentan das russische Öl recht günstig zu bekommen ist. Ich gehe allerdings auch hier davon aus, dass das mit Einverständnis der Amerikaner passiert. Wir wissen ja zum Beispiel, dass auch die Inder Öl von Russland kaufen, weil ansonsten, wenn dieses Einverständnis fehlt, drohen die Amis mal wieder mit Strafzinsen. Wobei das natürlich jetzt für die Philippinen gar nicht mal so schlimm wäre, weil diese exportieren ja vor allen Dingen Dienstleistungen. Ja, also extrem viele amerikanische Firmen haben ihre Callcenter in den Philippinen, auch zum Beispiel in Davao. Das hat übrigens den Vorteil, dass die Infrastruktur dann hinsichtlich Energieversorgung extrem gut ist, extrem schnelles Internet, während man das nicht auf allen Inseln der Philippinen sagen kann, wobei es jetzt Starlink gibt, jetzt ist eigentlich auch egal. Das heißt, da gibt es natürlich sehr enge Verbindungen. Bei Strafzöllen jetzt ehrlich gesagt werden die Philippinen gar nicht so stark betroffen, denn sie exportieren ja eben, wie ich es gesagt habe, hauptsächlich Dienstleistungen und keine Waren, anders eben als Indien. So, warum ist das jetzt alles für dich interessant? Wenn du dabei bist, dich mit dem Thema Auswanderung zu beschäftigen oder wenn du eine Basis vielleicht suchst, selbst wenn du jetzt planst, zum Beispiel viel zu reisen, aber du planst eben eine
Basis irgendwo zu haben auf der Welt, damit das Ganze für dich dann auch steuerlich funktioniert, also einen festen Wohnsitz, ein Land mit Doppelbesteuerungsabkommen, Steuernummer, Handynummer, Mietvertrag, Utility Bills, Meldebestätigung, Ansässigkeitsbescheinigung, also all diese Dinge, die man heute braucht letztlich, um in der Welt, um mit Banken zu navigieren, gleichzeitig aber eben auch in einem Land zu sein, was nicht am automatischen Informationsaustausch teilnimmt. Dann sind eben die Philippinen für dich tatsächlich interessant, steuerlich natürlich sowieso, Ausländer zahlen da generell keine Steuern, außer wenn du jetzt da lokal einen Job hast, aber sämtliche Auslandseinkünfte sind steuerfrei. Und es handelt sich dann eben tatsächlich dabei um ein Land, um eine Region, die sich geopolitisch komplett anders ausrichtet als momentan zum Beispiel die Europäische Union. Die Philippinen sind zwar nicht Teil der BRICS-Länder, aber eben wir können jetzt ja sehen, eine starke Ausrichtung Richtung China und jetzt mit diesem Öldeal auch in Richtung Russland. Gleichzeitig einmal pflegt man natürlich weiterhin gute Beziehungen mit den Amerikanern. Das Ganze erinnert mich so ein bisschen an Ungarn und vielleicht auch an Serbien, also Länder, die ja zum Beispiel von der Europäischen Union verpönt werden, weil sie eben versuchen, sage ich mal, mit allen Handel zu treiben. Und das ist ja eigentlich auch das, was so die libertäre Grundidee ist. Ja, man hat keine Lagerbildung, sondern man hält sich im Grunde genommen aus fremden Konflikten raus, betreibt mit allen Ländern, mit allen Menschen friedlichen Handel. Und im Grunde genommen ist der Handel dann auch die Grundlage für die friedliche Zusammenarbeit. Denn wenn Menschen gemeinsam Handel betreiben, wenn Länder gemeinsam Handel betreiben, wenn sie Business zusammen machen, dann hat ja jede Partei das Interesse, dass das möglichst friedlich, reibungslos, rechtssicher, verbindlich abläuft. Und dann kommt man relativ schnell eigentlich zu einem Modus, wo es dann eigentlich keine Konflikte, keine Kriege gibt, denn diese würden ja den Handel beeinflussen. Damit würde ich mir ja ins eigene Fleisch schneiden. Also, das heißt, die Philippinen sind da sehr pragmatisch, sehr business-minded. Und das finde ich so als Grundphilosophie eigentlich eines Landes, in dem man vielleicht plant, Infrastruktur zu haben, einen Wohnsitz zu haben, ziemlich gut. Diese Lagerbildung, die wir gerade in Deutschland beobachten oder auch in der EU und in der NATO, so verständlich sie auf der einen Seite ist, so schlecht ist es doch, wenn man aufhört, miteinander zu reden, wenn man aufhört, miteinander Handel zu betreiben. Und gerade wenn wir uns die alte Bundesrepublik anschauen, sage ich jetzt mal, ja, dann war das ja eigentlich immer auch das Credo der alten Bundesrepublik, mit allen Handel zu treiben und eben versuchen, über den Handel diplomatische Beziehungen zu pflegen und dann eben auch Dinge wie zum Beispiel Menschenrechte einzufordern, aber letztlich die wirtschaftlichen Beziehungen als Basis zu nehmen und darauf aufbauend dann alles Weitere zu erreichen. Das hat sich leider geändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch noch andere Regionen, andere Länder, wo nach wie vor eine solch pragmatische Grundhaltung seitens der Politik, seitens der Verantwortlichen vorhanden ist, wo es im Grunde darum geht, das Beste für die eigene Bevölkerung zu erreichen, wo es darum geht, im Land für Wachstum zu sorgen, für friedlichen Zusammenhalt zwischen den Ländern. Das finde ich persönlich jetzt für eine Basis oder auch für einen Plan B ziemlich interessant und auch für die Zukunft vielversprechend. Also daher diese unscheinbare Meldung, dass die Philippinen jetzt dort Verhandlungen mit Russland aufnehmen hinsichtlich der Versorgung mit Öl, ist eigentlich gar nicht so unscheinbar, denn da passieren sehr viele Dinge im Hintergrund. Da wird gerade sehr viel neu ausgerichtet in der Region. Das bleibt spannend und das ist sicherlich etwas Positives, das beobachten zu können. Also in diesem Sinne, wenn auch du dir vorstellen kannst, in die Philippinen auszuwandern oder die Philippinen als Basis für einen Plan B zu verwenden, können wir dich gerne dabei unterstützen. Wir können dir helfen mit philippinischen Visa. Wir können dir dort einen Wohnsitz einrichten in einer echten Wohnung. Wir können dir bei der steuerlichen Registrierung helfen. Du hast dann wirklich etwas Belastbares, alle Dokumente, die du brauchst. Selbst wenn du planst, dann erstmal zum Beispiel zu reisen oder vielleicht erstmal auch nur einen Plan B haben möchtest, denn zum Beispiel, wenn du das philippinische Investorenvisum hast oder auch das philippinische Rentnervisum, dann hast du einen unbeschränkten Aufenthaltstitel und das ohne irgendwelche Anwesenheitspflichten. Also während der Beantragung des Visums musst du natürlich schon im Land sein, aber wenn du es einmal hast, dann ist es unbegrenzt gültig für den Rest deines Lebens, ohne dass du dort irgendwelche Zeit verbringen musst. Und das sind natürlich schon echte Vorteile, gerade wenn man jetzt vielleicht vorhat, noch nicht auszuwandern, aber schon mal was haben möchte, um sich im Rahmen dann eines Plan Bs abzusichern. Und selbstverständlich, wie ich es vorhin gesagt habe, wir organisieren regelmäßig unsere Reisen nach Davao. Eine tolle Zeit. Sehr intensiv. Du lernst dort Gleichgesinnte kennen. Da entstehen oft bei solchen Reisen Freundschaften, Businesspartnerschaften. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Wir helfen seit über 20 Jahren Mandanten genau bei solchen Anliegen, Steueroptimierung im Ausland
Plan B, zweite Staatsbürgerschaften, Aufenthaltstitel und natürlich auch Bankkonten. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.